Hallo Leute und willkommen bei einem neuen Video zu Creatures of the Deep. In diesem Video dreht sich heute alles um den guten Shredder, den könnt ihr auch hier im Hintergrund schon sehen. Und wie ihr den am besten bekommt und worauf ihr noch achten solltet, erfahrt ihr jetzt. Das erste, wo ihr darauf achten müsst, um Shredder überhaupt fangen zu können, ist es in der Story von Captain Slappy so weit zu sein, dass er euch auffordert, Shredder für ihn zu besorgen. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, wer Captain Slappy eigentlich ist, das ist genau der hier. Hello there. Also erfüllt einfach seine täglichen Aufgaben, bis ihr an dem Punkt seid, Shredder für ihn zu fangen. Bevor wir uns jetzt aber an die Angel schwingen und Shredder aus dem Wasser ziehen, lasst ihn uns noch einmal im Bestinarium anschauen. Was uns hier natürlich als allererstes auffällt, ist, dass Shredder ein legendärer Fisch ist. Das heißt, ihr braucht mindestens die Carbonroute, um Shredder an die Angel kriegen zu können. Mit der Glasfaser- oder Holzangelroute wird Shredder gar nicht erst anbeißen. Des Weiteren ist hier zu beachten, dass wir das Sonne- und Mond-Symbol sehen. Das bedeutet, dass wir Shredder sowohl am Tag als auch in der Nacht fangen können. Die Anzeige darunter symbolisiert einfach die Monate Januar bis Dezember. Da hier alle ausgemalt sind, bedeutet, dass wir das ganze Jahr über Shredder bis maximal 5 Sterne fangen können. Ist ein Feld nicht grau hinterlegt, bedeutet das, dass ihr in dem Monat den Fisch nur bis zu maximal 1 Stern fangen könnt. Gut, jetzt noch eine wichtige Sache, die es zu beachten gilt, wenn ihr Shredder fangen wollt. Und zwar geht es darum, dass Shredder wechselnde Positionen hat. Er kann jeden Tag eine andere Position haben. Hier ist mal eine kleine Karte für euch, auf der ihr sehen könnt, welche Positionen es gibt, wo Shredder sich herumtreibt. Erinnern wir uns jetzt einmal daran, was Captain Slappy damals zu uns gesagt hat. Und zwar meinte er, dass wir Shredder nur im Norden fangen können. Und so ist es auch. Es gibt diese 3 Positionen, an denen wir Shredder fangen können. Und diese wechseln, wie gesagt, täglich. Und um es euch jetzt so einfach wie möglich zu machen, um täglich die neue Position herauszufinden, kann ich euch ganz klar empfehlen, dass ihr in eure Einstellungen geht und dort unten auf das Discord-Logo drückt. Hier kommt ihr in die offizielle Discord-Gruppe von Creatures of the Deep, wo täglich über die neue Position von Shredder und anderen Monstern diskutiert wird. So, jetzt aber genug Theorie und auf zur Praxis. Schnappen wir uns unsere Angelroute und holen uns Shredder. Als wichtigen Tipp kann ich euch noch geben, hört ab und zu auf euren treuen Begleiter Coco. Wie ihr hier in meinem Video sehen könnt, wird er gleich das Wort Geduld sagen. Das bedeutet, wenn er das sagt, dann haben wir insgesamt 3 Sekunden Zeit, die Angel ins Wasser zu werfen und der nächste Biss ist garantiert Shredder. Das gilt übrigens nicht nur bei Paradise Island, sondern bei jedem Gebiet, wo ihr auf Monsterjagd seid. Um es so realistisch wie möglich zu halten, weil ihr wahrscheinlich dieses Video seht, wenn ihr Shredder noch nicht gefangen habt, benutze ich wie erwähnt die Carbonangelroute und benutze erstmal keine Köder, weil ich euch zeigen will, dass Shredder auch so anbeißen kann und ihr euch die 10 Diamanten sparen könnt. Was ihr aber auf jeden Fall haben solltet, wenn ihr auf der Jagd nach Shredder seid oder anderen Monstern, ist ein aktives Glücksklee. Das könnt ihr oben links bei mir in der Ecke sehen. Das Glückskleeblatt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass seltene oder epische Monster schneller anbeißen können. Falls ihr natürlich noch mehr zum Thema Glückskleeblatt erfahren möchtet, habe ich dazu schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt mal oben rechts in der Ecke. Achtet übrigens darauf, bevor ihr die Angel ins Wasser werft, welchen Zustand sie hat. Solltet ihr ein orangenes oder ein rotes Licht sehen, solltet ihr sie nicht auswerfen, um ein Monster zu angeln, da es hier passieren kann, dass kurz vorm Ende die Angel reißt und das Monster somit entwischt. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, ist das Mini-Angelspiel hier etwas erschwert. Die perfekte Zone wandert nämlich hier von rechts nach links. Achtet darauf, dass der Fisch in der unteren Leiste nicht einmal komplett nach rechts geht, weil so der Fisch entwischen würde, oder ihr zu stark an der Angel zieht, weil sonst die Schnur reißt. Des Weiteren noch ein kleiner Tipp von mir, tippt mehrfach auf den Bildschirm, so könnt ihr besser in der perfekten Zone bleiben. Und am Ende vom Minispiel habt ihr den guten Shredder aus dem Wasser gezogen. Glückwunsch! Jetzt habt ihr gesehen, dass es auch möglich ist, Monster zu fangen, ohne die entsprechenden Köder zu benutzen. Aber lasst mich euch jetzt nochmal das Beispiel zeigen, wie es aussehen würde mit Monsterköder. Dafür gehen wir einfach in den Shop und sehen die Monsterköder für 10 Diamanten. Die Zahlen unter dem Monsterköder sagen euch, in welchem Gebiet ihr die Köder benutzen könnt. Wie bei mir als Beispiel zu sehen, sind hier alle 7 Punkte dunkel hinterlegt. Das bedeutet, dass ich die Monsterköder in jedem Gebiet benutzen kann und somit auch eine Wahrscheinlichkeit habe, dass das Monster anbeißt. Begeben wir uns jetzt noch einmal nach Paradise Island und probieren direkt die neuen Monsterköder aus. Dafür geht's wie gewohnt zur aktuellen Position, wo wir Shredder heute finden können. An richtiger Position angekommen, rüsten wir unsere Monsterköder aus und werfen sie hier nur noch ins Wasser. Nach dem Auswerfen des Monsterköders sehen wir, wie sich ein Schatten im Wasser bildet. Jetzt müssen wir einfach nur warten, an welcher Stelle sich Blasen bilden, und das ist die Position, an der wir Shredder aus dem Wasser ziehen können. Dafür positionieren wir uns einmal neu, werfen die Angel aus, ziehen sie über die Blasen und warten.
Wichtig dabei zu beachten sind zwei folgende Dinge. Zum einen kann es sein, dass sich keine Blasen bilden an der Stelle, wo ihr die Monsterköder reingeschmissen habt. Das passiert deswegen, weil ihr die Position vielleicht etwas verfehlt habt. Werft einen neuen Monsterköder etwas weiter links oder rechts ins Wasser und seht, ob dort Blasen aufsteigen. Zum zweiten kann es sein, dass nicht ausgerechnet in diesem Fall Shredder anbeißt und das, obwohl ihr über den Blasen seid. Der Monsterköder erhöht nur, wie jeder andere Köder auch, die Wahrscheinlichkeit, dass der gewünschte Fisch anbeißt. Er gibt nie eine 100%ige Garantie, dass ihr den gewünschten Fisch auch fangt. Da wir uns hier aber im ersten Gebiet befinden, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass ihr damit Shredder auch wirklich fangt. Aber ich würde sagen, spart euch die 10 Diamanten für die Monsterköder in späteren Gebieten auf, weil hier ist es etwas schwerer, die Monster anzutreffen. Wenn ihr aber nicht warten könnt und Shredder unbedingt haben wollt, dann nur zu, kauft ruhig die Monsterköder, ihr macht damit aber auch nichts falsch. Ihr könnt Shredder wie jeden anderen Fisch natürlich so oft wie ihr wollt am Tag fangen. Es gibt dafür keine Grenze, aber denkt dran, dass ihr einen Shredder abgebt an den guten Captain Slappy. Hello there. Und nachdem ihr ihm Shredder gegeben habt, winkt euch natürlich das begehrte Monsterjäger-Abzeichen. Sowie Erfahrungspunkte, Gold und der erste Kristall für eure Heimatinsel. Wenn ihr das Video bis zu dieser Stelle geschaut habt, dann wisst ihr jetzt alles, was ihr wissen müsst, um Shredder aus dem Wasser zu ziehen. Zusätzlich konntet ihr noch einige Tipps und Tricks erfahren, was euch das Angeln doch etwas erleichtern sollte. Solltet ihr abgesehen von Shredder jetzt noch auf der Suche nach einigen Fischen auf Paradise Island oder zum Beispiel Great Lakes sein, dann schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Dort habe ich einige Playlisten, wo ihr die Location aller Fische finden könnt. Zum Ende schenkt uns Shredder nochmal ein nettes Lächeln und möchte sich auch bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß beim Angeln. Bis zum nächsten Teil, Leute. Euer Delrox. Ciao, ciao.